Episode 6 Costa Rica. Nach der Grenze fahren wir direkt zu einem kleinen Ort namens Curubadé in der Nähe des Parque Nacional Rincón de la Vieja. Hier gibt es einen Campingplatz, der hat allerdings aufgrund der Pandemie geschlossen. Wir finden später am Abend noch eine Finca, auf der wir auch campen können. Im Gespräch mit dem Besitzer erfahren wir, dass er auch Touren zu einem nahegelegenen Wasserfall anbietet, da diese sogar mit Guide billiger sind als der Eintritt im nahegelegenen Nationalpark, entscheiden wir uns dafür. Uns wird noch empfohlen, eine Badehose anzuziehen und dann geht es los. Schnell stellt sich heraus, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Parece como que fuera una alcantarilla, como... ¿Un canal de lava? Parece, pero todo eso es roca, ¿verdad? Sí, Es como un tubo, ¿no? A lo que se cree, lo que dijo el volcanólogo fue como que antes había un árbol, como aquí, digamos, bajaba mucha lava, entonces lo anduvo rodeando. Entonces, por eso quedó de esa forma. Da das Reisen mit dem vielen Gepäck mit dem Motorrad sehr schwierig ist, hat Franzi bisher viele Strecken mit dem Bus zurückgelegt. Da sie nun die Faxen dicke hat, leihen wir uns ein Auto. Mit dem neuen fahrbaren Untersatz muss nur einer von uns im Regen fahren und wir begeben uns direkt zum Rio Celeste, wo wir eine Nacht im Auto übernachten. Der Eintritt zum Park ist mit $12 einer der günstigeren in Costa Rica. Allerdings kann man ihn nur mit Kreditkarte bezahlen und ich muss eine junge Frau am nahegelegenen Tienda fragen, ob sie für uns zahlen kann. Der Rio Celeste ist berühmt für seine Farbe. Diese wird durch den besonderen Mineralgehalt, der vor allem aus Aluminiumsilikaten besteht, hervorgerufen. Baden darf man hier nicht, jedoch finden wir weiter unten eine Stelle, die öffentlich zugänglich ist und bei der wir sogar keinen Eintritt zahlen müssen. Etwas weiter die Straße runter, beim Árbol de la Paz, dem Friedensbaum, sehen wir unser erstes besonderes Tier, einen Pfeilgiftfrosch.
Von hier aus fahren wir direkt nach La Fortuna, ein kleines Dorf in der Nähe des Vulkan Arenal, der berühmt ist für seine Thermalquellen. Leider liegt der Zugang zu diesen Quellen meist in der Hand von Luxushotels. Wir finden allerdings noch einen Zugang, den wir kostenlos betreten dürfen. Hier bei unserer Unterkunft sehen wir das zweite Tier auf unserer Wunschliste. Ein Faultier. Da die Nationalparks für Ausländer in Costa Rica so teuer sind, müssen wir echt überlegen, in welche Nationalparks wir noch gerne möchten. Wir entscheiden uns für das Monteverde Cloud Forest Reserve und ich finde einen kleinen 4x4-Track, den wir nehmen können. Franzi ist davon wenig begeistert, aber wir fahren einmal dorthin. Nachdem der erste Fluss so breit und reißend ist, muss ich zugeben, dass das wohl keine gute Idee ist und wir fahren zurück um die komplette Laguna de Arenal drumherum. Das Schöne, auf dem Weg blockiert eine Nasenbärengruppe die Straße und bettelt. Im eigentlichen Nationalpark laufen wir fast jeden Wanderweg entlang und sind trotzdem in fast 3 Stunden durch. Das einzige Tier, das wir sehen, ist ein Tausendfüßler. Am nächsten Tag fahren wir die lange Strecke bis zu dem Parque Nacional Manuel Antonio. Auf dem Weg dorthin überqueren wir eine Brücke mit dem Namen Crocodile Bridge, unter der sich tatsächlich auch einige Krokodile befinden. Den Nationalpark Manuel Antonio besuchen wir nicht. Für uns ist das nur eine Zwischenstation, um auf den höchsten Berg Costa Ricas zu wandern, den Cerro Chirripó. Man muss sich dafür vorher online registrieren. Das klappt aber nicht aufgrund einiger Eigenheiten des Reservierungssystems. Ich versuche es 5 bis 10 Mal pro Tag telefonisch, aber ohne Erfolg. Schließlich bekomme ich durch einen Fehler des Systems eine Eintrittskarte für einen Tag, die statt 18 $0 kostet. Wir beschließen also, auf gut Glück einmal hinzufahren. Dort angekommen wird uns schnell klar gemacht, dass wir nicht oben im Refugio schlafen dürfen. Das sei ausgelastet. Ich weiß zwar aus telefonischer Erkundigung mit dem Refugio, dass das nicht der Fall ist, aber man will uns dort oben wohl nicht haben. Wir beschließen also, das Einzige zu tun, was wir noch tun können. Wir brechen um 8 Uhr abends auf und besteigen den Berg. Bis zu dem Refugio sind es 14 Kilometer und 1800 Höhenmeter. Um 4 Uhr morgens erreichen wir das Refugium. Es gibt einen Gemeinschaftsraum, in dem wir uns kurz hinsetzen können. Ich möchte tatsächlich einen Gipfelversuch wagen. Franzi beschließt, hier auf mich zu warten. Nun sind es für mich weitere 6 Kilometer und noch einmal 500 Höhenmeter bis auf den Gipfel des Cerro Chirripó auf 3800 Metern. Der Weg zieht und zieht sich, doch letztendlich erreiche ich den höchsten Gipfel Costa Ricas. So qualvoll ist der Seegipfel von Cerro Chirripó erreicht und damit der höchste Gipfel Costa Rica. Man kann da hinten den Pazifik sehen. So, uns einmal umdrehen. Hier sieht man nicht so mega gut. Da hinten hinter der Bergkette da ist der Atlantik.
Rundumsicht. Oh, eine Tortur. Nun müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen und es dauert bis etwa 15 Uhr, als wir das Hotel am Fuße des Berges wieder erreichen. Wir sind nun seit 18 Stunden unterwegs und haben 40 Kilometer zurückgelegt. Franzi hat jetzt zu Recht die Schnauze voll von mir und meinen Abenteueraktionen und lädt mich ein, eine Nacht Erholungsurlaub im Mariposa Hotel zu machen. Hier schreibe ich schon mal einige Kontakte an, um eine Überfahrt von Panama nach Kolumbien zu organisieren. Innerhalb von einem Tag wird schnell klar, dass im nächsten Monat nur ein einziges Schiff die Strecke fährt. Und das in 4 Tagen. Für Franzi ist es der letzte Tag und sie fährt nach San Jose zurück. Ich beeile mich und versuche so schnell wie möglich zur panamaischen Grenze zu fahren. Wegen der Zeitverschiebung schaffe ich es leider nicht ganz, aber kann so zumindest in aller Ruhe noch den verpflichtenden Covid-Test machen. Ich habe jetzt noch gute 3 Tage, bis das Schiff abfährt. Das heißt, ich werde mich sehr stark beeilen müssen, aber das ist eine Geschichte für das nächste Kapitel.